Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Wie gesund fermentiertes Gemüse ist, hatte ich euch schon in 2 meiner Videos deutlich aufgezeigt. Kann ich euch hier oben gerne verlinken. Dass die Fermentation von Zierquitten allerdings auch gelingt, trotz der Tatsache, dass es sich um ein Obst handelt, wodurch aufgrund des hohen Zuckergehaltes während der Fermentation Alkohol entsteht, weshalb man Obst normalerweise nicht fermentiert, da man nur die gesunde Milchsäure haben möchte, die unserer Gesundheit und Verdauung zugutekommt. Da Zierquitten jedoch so gut wie kaum Zucker enthalten, stattdessen sehr viel Säure, eignen sie sich genauso gut zum Fermentieren, wie das mit Gemüse der Fall ist. Die Zierquitte ist ja ein wunderbarer Zitronenersatz, Mashallah, weshalb man aus ihr auch eine tolle Zitronenersatzlimonade herstellen kann. Mein Schotvideo dazu kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Für die Fermentation der Zierquitten werden wir diese entkernen, wie wir das gerade gesehen haben, und in ein großes Glas geben. Und dazu mindestens vierteln. Dann stellen wir die Salzlake her. Dazu geben wir in 1 Liter reinem dampfdestillierten oder Osmosewasser 2 Teelöffel Himalaya-Salz hinzu und verrühren es gut mit einem Holzlöffel, um das Salz in dem Wasser aufzulösen. Sobald sich das Salz restlos aufgelöst hat, füllen wir dann diese Salzlake hier in diese 2 Gläser zu den Quitten. Man könnte dann noch verschiedene Gewürze hinzugeben oder Knoblauch und Ingwer zum Beispiel. Ich gebe hier jetzt jeweils einen Rosmarinzweig hinzu, während wir darauf achten sollten, dass sowohl der Rosmarin als auch die Quitten vollkommen unter der Lake bleiben sollten. Und dazu wäre es anzuraten, eine Beschwerung oben drüber zu geben, zum Beispiel Glasgewichte, die extra für die Fermentation hergestellt wurden. Solche kann ich euch gerne unten verlinken. Wenn alles restlos unter der Lake ist, schließen wir den Deckel fest und stellen die verschlossenen Gläser in einen dunklen Küchenschrank. Fermentiertes Gemüse hat es normalerweise so an sich, dass es überläuft während der Fermentation, weshalb ich die Gläser immer in solche Schalen stelle. In diesem Fall ist jedoch nichts übergelaufen. Die Fermentation dauert etwa eine Woche. Vorher könnte man immer nachschauen, indem man das Glas öffnet, und solange sich noch diese Blasen da befinden und es blubbert, wie hier jetzt zu sehen, ist der Fermentationsprozess noch nicht abgeschlossen. Erst wenn gar keine Blasen mehr kommen, dann ist die Fermentation beendet. Genau genommen jedoch fermentiert das Gemüse, in diesem Fall eben die Quitten, kontinuierlich weiter eigentlich, aber nur noch sehr langsam, weshalb man das Ferment dann schon konsumieren könnte, sobald eben keine Blasen mehr zu sehen sind. Die fermentierten Quitten schmecken nicht nur überaus köstlich und man könnte sie für verschiedene Gerichte verwenden, mindestens in den täglichen Salat geben, denn der salzig-saure Geschmack gibt dem Salat das gewisse Etwas. Neben dem köstlichen Geschmack liefern die fermentierten Quitten außerdem lebendige Bakterienkulturen. Diese sorgen für eine gesunde Darmflora, stärken unsere Abwehrkräfte und machen immun gegen viele Krankheiten. Denn die fermentierten Quitten sind lebendige Nahrung, die natürliche Enzyme und aktive Milchsäurebakterien enthalten. Gerade diese nützlichen Winzlinge können Großes vollbringen. Sie schaffen ein gesundes, ausgewogenes Milieu in unseren Verdauungsorganen und harmonisieren unsere Darmflora. Ein großer Teil unseres Immunsystems befindet sich ja im Darm bekanntlich. Wenn der Darm gesund ist, haben unwillkommene Eindringlinge, also schädliche Bakterien, Parasiten, Pilze, aber auch viele chronische Krankheiten keine Chance mehr. Die aktiven, nützlichen Mikroorganismen in frischem, fermentiertem Gemüse und hier in den fermentierten Quitten können daher bei zahlreichen Verdauungs- und Gesundheitsstörungen außerordentlich hilfreich sein. Candida, Magengeschwüre, Colitis ulcerosa, Koliken, eine Vielzahl von Lebensmittelallergien, Blasenentzündung oder vaginale Pilzinfektionen sind einige der zahlreichen Einsatzgebiete dieser nützlichen Bakterien. Die Fermentation ist quasi wie eine Art Vorverdauung, da Zucker und Stärke abgebaut werden und schwer verdauliche Zellulose aufgeschlossen wird. Außerdem ist in frischen fermentierten Lebensmitteln ein sehr hoher Gehalt an Vitaminen und Phytonährstoffen vorhanden und durch den Gärprozess vermehren sich sogar vorhandene Vitamine und Enzyme. Und diese natürlichen bioaktiven Substanzen wirken in unserem Körper antioxidativ, immunstimulierend und sie schreiten auch gerinnungshemmend zur Tat. Mit diesen Eigenschaften wirken sie den wichtigsten aller heutigen Todesursachen wie Krebs, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen entgegen. Auch kann der Verzehr von fermentierten Lebensmitteln die Entgiftung unterstützen. So sollen bestimmte Bakterienstämme in der Lage sein, Pestizide im Gemüse abzubauen und auch Giftstoffe wie beispielsweise Schwermetalle in unserem Körper zu binden und somit aus dem Körper zu lösen. Subhanallah, und was man noch alles Tolles mit diesen rohen Zierquitten machen kann, die man übrigens jetzt und den gesamten Oktober ernten kann, das zeige ich euch in dem Video, welches ich hier oben verlinken werde.
Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.